Dear Father in heaven, wir danken dir für diesen neuen Tag, we thank you for this new day, diese neue Gelegenheit, dein Wort zu studieren. for this new opportunity to study your word. Wir bitten um deinen Segen We ask for your blessings für uns alle for all of us, und wir danken dir dafür im Namen Jesu. and we thank you for this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, this morning we're just going to lay some things in place and bring some things that we already know together. Also heute Morgen möchten wir ein paar Dinge an den Platz setzen, die wir bereits wissen und die Sachen zusammenbringen. Okay, so we understand that this is the last week of Christ, right? Wir verstehen, dass das hier die letzte Woche Christi darstellt. And we are seeing more and more how these repeating patterns are all overlapping each other. Und wir sehen immer mehr, wie sich diese wiederholenden Muster übereinander lagern. So, yesterday we were looking at Ezekiel 21 very briefly. Und gestern haben wir uns Hesekiel 21 sehr oberflächlich angeschaut. And Ezekiel 21, Sister White says, is the final rise and fall of earthly nations. Und Hesekiel 21, da lässt uns Ellen White wissen, das ist der das finale Aufkommen und Niedergang aller irdischen Herrschaft ist. And she parallels it to Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Right? Sie setzt es dann parallel zu Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. So he says, I will overturn, overturn, overturn. Right? So Sie sagt, die Bibel sagt, ich werde umstürzen, umstürzen, umstürzen. till he comes whose right it is. Right? Bis der kommt, dessen Anrecht es ist, die Krone zu bekommen. And Christ came in the type during the fourth kingdom. Right? Und Christus kam ja im Typus gesehen während des 4. Königreichs. Okay, so we were looking at, right, in the pattern, the stars fall from heaven right here, right? Wir haben ja dann gesehen anhand des Musters, dass die Sterne hier vom Himmel fallen, am Mitternachtsruf. And it's a parallel to the sixth seal, which marks the second coming, Und das ist right? eine Parallele zum 6. Siegel, was dann auch die Wiederkunft darstellt. Okay, so in some sense, right, this is typifying the second coming of Christ right here, right? Also in gewissem Sinne schattet das die Wiederkunft Christi hier voraus. So how is Christ going to come at the end of the world? Wie wird Christus am Ende der Welt kommen? No. I'm not talking about anything. Yes, but I mean, okay, maybe my question is bad. How is Christ, the second coming of Christ is prefigured prior to him physically coming in the heavens, right? Also das zweite Kommen Christi ist ja vorausgestattet, bevor er physisch gesehen in den Himmel kommt. Yeah, through his people, right? Nämlich durch sein Volk kommt. So Christ is going to come through how do I say it? The glory that's going to be manifested through the second coming is going to be manifested first in his people, right? Also die Herrlichkeit, die durch sein zweites Kommen manifestiert wird, wird zuerst einmal durch sein Volk dann manifestiert werden. Okay, so the point is that it was the fourth kingdom that Christ came, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, es war das 4. Königreich, wo Christus dann kam. So you have this Babylon, Also wir haben Babylon, Medo-Persia, Medo-Persien and Greece. Now I'm not sticking them in any specific point. I'm just they're taking up this first to here, right? Also Babylon, Medo-Persien, Griechenland, ich möchte sie jetzt hier nicht irgendwie an bestimmte Wegmarken setzen, sondern einfach nur zeigen, dass sie diese Zeitspanne hier abdecken. Right? And we understand that if you just go to Daniel 8,
Wenn wir jetzt zu Daniel 8 kommen. In verse 13, Daniel 8, Vers 13. it says, Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily and the transgression of desolation, to give forth the sanctuary and the host to be trodden under foot? Right? So it's marking these 2 times of 1260, right? Es markiert hier in Vers 13 diese 2 1260er. First 1260, according to the 2520, marks the paganism, and the second 1260 marks Papalism, right? Die erste 1260 ist dann das Heidentum, das tägliche, und die zweite 1260 ist hier das Papstum. Okay, so the fourth kingdom, when you get here, the fourth kingdom, which is Rome, right? We know it's 2 kingdoms, right? Also das vierte Königreich, was Rom ist, sind ja 2 Königreiche. It's always sort of bugged me in my mind. Why is the daily got to be taken away here, yet you've got pagan Rome marked in here, right? Das hat mich immer so ein bisschen gewurmt. Warum wird das tägliche hier weggenommen, aber du hast dann hier immer noch das heidnische Rom markiert? But it's different layers. You got to bring different lines together to grasp what's being shown, right? Aber wir müssen immer die verschiedenen Linien alle zusammenbringen, um letztendlich zu verstehen, was dort gezeigt werden soll. For instance, the last week of Christ shows us paganism followed by Papalism, right? Denn zum Beispiel die letzte Woche Christi hier, die zeigt uns erstmal Heidentum, gefolgt vom Papstum. So you just put that on there, and then when you bring other things together, it's going to help us to understand that. Deswegen man setzt das dann zum Beispiel erstmal an den Platz und dann können wir die anderen Dinge noch darüber lagern und dann hilft uns das auch wirklich verstehen zu können. For instance, according to Matthew 24, right, this whole Sunday law crisis is the 1260, right? Denn beispielsweise hier gemäß Matthäus 24 ist die komplette Sonntagsgesetzkrise eine 1260. Right? Richtig? And Matthew 24 takes you to Daniel 11 verse 31, where the papacy gets his army, right? Und Daniel Kapitel also Matthäus 24 bringt uns zu Daniel Kapitel 11 Vers 31, wo das Papstum seine Armee bekommt. And you know, John is standing back down in time, and he's looking forward to this time where the deadly wind is healed, right? Und Johannes, er steht ja damals historisch gesehen weit weg in der Vergangenheit in 1798 und er schaut dann vorwärts auf diesen Zeitpunkt, wo die Todeswunde geheilt wird. Okay, and just go to Revelation 13. Gehen wir jetzt Offenbarung 13. Very often the problem is our minds, we're not teaching ourselves how to lay things on line upon line. Und oftmals ist es ein Problem mit unserem Verstand, dass wir uns selbst nicht lehren, wie wir Linie auf Linie die Dinge zusammenlegen sollen. Okay, and if we go to verse 11, Wenn wir jetzt Offenbarung 13, Vers 11 kommen, it says, And I beheld another beast coming up out of the earth. He had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. This is the Sunday law crisis, right? also das ist ja jetzt hier die Sonntagsgesetzkrise. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. Das ist Vers 12. So when the United States speaks to the dragon, the Sunday law, the deadly wound is healed. Also wenn die USA spricht wie ein Drache, dann ist das Sonntagsgesetz, die Todeswunde wird dort geheilt. Right? Richtig? And if the deadly wound is healed, then it has to be the same as prior to being broken, right? Deswegen, wenn die Todeswunde geheilt wird, muss es ja dasselbe sein wie damals, bevor die Todeswunde kam. So go to Revelation 17 and verse 3. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 17, Vers 3. Because John is getting shown what's going to be at the end, right? Denn dem Johannes wird ja gezeigt, was am Ende sein wird. So verse 3 says, So he carried me away in the spirit
into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. So what did John see in the first 1260? Also was hat Johannes hier in der ersten 1260 gesehen? Yes, but okay, we know that, but what does it represent? What is she sitting on? Also eine Frau, die auf einem Tier sitzt, aber was stellt das dar? Worauf sitzt sie? The kings of the earth, right? Auf den Königen der Erde. So you have church and state together, right? Also wir haben jetzt hier Kirche und Staat dann zusammen. So when the United States makes the Sunday law, the deadly wound is healed, it says, right? Also wenn die USA das Sonntagsgesetz macht, dann wird die Todeswunde ja geheilt. Matthew 24 gives you this 1260, right? Matthäus 24 gibt dir dann diese ganze 1260 hier. Right? So this whole 1260, you have the papacy and the 10 kings united, right? In der gesamten 1260 hast du das Papstum und die Könige dann vereint. But when we bring line upon line, it breaks down this 1260, right? Aber wenn wir Linie auf Linie uns das anschauen, dann wird letztendlich diese große 1260 heruntergebrochen Into paganism and Papalism. Und zwar in diese zwei Phasen, einmal Heidentum und einmal Papstum. Right? Richtig? And it's doing it over and over. So when you get down to this 1260, what's it going to do? Und das tut es immer weiter. Deswegen, wenn wir jetzt zu dieser 1260 kommen und da reinzoomen würden, was macht es dann hier? Paganism, Papalism, right? Zeigt uns das dann wieder. Heidentum, Papstum. Go to Daniel 7. Gehen wir dazu zu Daniel 7. Now, we were showing yesterday, the day before, but this is a type of the 7 last plagues, right? Mir gestern oder Tag davor gezeigt, dass das hier ein Typus für die 7 letzten Plagen ist. Right. So now the 7 last plagues is typified by the 1260, right? Und die 7 letzten Plagen sind ja auch vorausgestattet durch die 1260. Right. Richtig? And Sister White, she even takes Daniel 11, 31 to 36, and she likens it unto Daniel 12, verses 1 to 4. Right? Und Ellen White nimmt ja sogar in einem Zitat dann Daniel 11, Verse 31 bis 36 und setzt sie dann parallel mit Daniel 12, Vers 1, wo es über die 7 letzten Plagen spricht. Okay. And at that time, Michael shall stand up, right? Die Bibel sagt ja dann, zu dieser Zeit wird Michael sich erheben. Okay, and right here, the midnight cry is the close of probation. So it's typifying where Michael stands up, right? Und hier der Mitternachtsruf ist ja in einem Sinne hier das Ende der Gnadenzeit. Es schattet also den Punkt voraus, wo Michael aufstehen wird. It's typifying the 7 last plagues, right? Es schattet die 7 letzten Plagen voraus. And the point I want to get you to see is, in the 7 last plagues, what do we have a representation of? Und in den 7 Plagen, was haben wir da für eine Darstellung? What do you have the 1260 is a type of the 7 last plagues, right? Die 1260 ist ja ein Typus für die 7 letzten Plagen. And how is it represented? We've just been going through this. Und wie wird das How is it repräsentiert? broken down? Wie wird das heruntergebrochen? Paganism and Papalism, right? In Heidentum und Papstum. So these 7 plagues, right, are prefigured in Moses' line by you've got 3 plagues followed by 7 plagues, right? Und diese 7 Plagen werden ja auch durch die Linie von Mose vorausgestattet. Da haben wir dann auch erstmal 3 Plagen gefolgt von 7 Plagen. Right? So what's it teaching us about the 7 last plagues? How must it be broken down? Deswegen, was lehrt uns das über die 7 letzten Plagen? Wie müssen sie heruntergebrochen werden? Yeah, 2 phases, paganism and Papalism. In Right? 2 Phasen, nämlich Heidentum und Papstum. Okay, so okay, I have to think where I want to go now. Okay, Daniel 7, right? Gehen wir jetzt zu Daniel 7.
Okay, in verse 19. Daniel 7, Vers 19. It says, Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron and his nails of brass, which devoured and brake in pieces, and stamped the residue with his feet. And of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes and a mouth that speak very great things, whose look was more stout than his fellows. Okay, so Bis Vers 20. what is Daniel referring to? What is it that he understands right? Worauf nimmt Daniel hier Bezug? Was versteht er jetzt hier? Says it, verse 19. Then I would know what? Oder was will er vielmehr noch verstehen? The truth about the fourth beast, Die right? Wahrheit über das 4. Tier. The fourth beast is marking the point when Christ is going to come, right? Das 4. Tier markiert ja den Punkt, wo Christus dann kommen wird. Okay, so now I'm not. We're just dealing with the type here, right? Because the type points to the antitype. There's no new thing, right? Also wir handeln ja jetzt erstmal hier mit dem Typus und der Typus weist ja auf den Antitypus hin. So it says in the fourth, Christ is going to come, right? Es sagt ja, dass hier unter diesem 4. Reich, unter Rom, wird Christus kommen. So somehow in this illustration right here, the midnight cry, Christ is going to come to his people, right? Deswegen in einer gewissen Weise stellt also in dieser Darstellung hier dar, dass Christus hier zu seinem Volk kommen wird. And Satan also knows that, right? Und Satan weiß das auch. Okay, so what's he going to do? Deswegen, was wird er tun? He's going to counterfeit it, right? Er wird das fälschen. And we know that the midnight cry marks the point where you have Antichrist, right, is going to manifest himself, right? Und wir wissen ja, dass am Mitternachtsruf der Punkt ist, wo Antichrist sich manifestieren wird. So if Antichrist is there, who else is there? Deswegen, wenn Antichrist da ist, wer ist dann auch noch da? Christ, right? Christus. So we understand those with the wedding garment on would represent Christ, right? Deswegen verstehen diejenigen, die das Hochzeitsgewand anhaben, die stellen dann Christus dar. Okay, so go to Daniel 12, Gehen wir zu Daniel 12. Revelation 12, sorry, excuse me. Offenbarung 12 meine ich. Then just to understand what you want to say, I mean, in this illustration, where the 7 last plagues begin, and he would start coming, Yes, right? no, I'm not talking about his physical coming. I'm talking about, how do you... Because this is where you have to go to the cross first, right? Which is his first coming. Yes, but his first coming is typifying his second coming. Right? Yes. Okay, that's the point that I'm making. So, I mean, Christ, when he physically comes the second time, he's not going to be on the earth, but that many Antichrist denies that Christ comes in the flesh, right? This is the point that I'm speaking about. So, it says, until he comes whose right it is, and he fulfilled that in the time of pagan Rome, right? So that's the coming that we're talking about here, the same coming that Christ did when he came in the time of pagan Rome. And it's typifying the second coming. Are we following? Okay, Christ is going to come right at the end there, physically, right? Also physisch gesehen, Christus kommt hier ganz am Ende. But he's been prefigured by his first coming. Aber das ist vorausgestattet durch seine erste Ankunft. Okay, maybe I'm being confusing, but anyway, we will hopefully see it as we go through. Werden wir hoffentlich noch klarer sehen, wenn wir jetzt weiter durch diese Textstellen durchgehen. Okay, verse 1. Offenbarung 12, Vers 1. It says, And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pain to be delivered.
And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his heads, and his tail drew the third part of stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. What do we see here? Bis Vers 4, was sehen wir hier? What time period is this? Welche Zeit ist das hier? It's the time of pagan Rome, right? Es ist die Zeit des heidnischen Roms. And this is the time where Christ was born, and the dragon was going to, or it's the time of Christ's birth, and the dragon was going to devour him as soon as he was born, right? Es ist die Zeit, wo Christus geboren wurde und der Drache wollte das Kind verschlingen, sobald es geboren wurde. So we understand that this is this birth process that's taking place here, Und wir verstehen ja, das ist dann dieser Geburtsprozess, der dann hier stattfindet. right? And as soon as Christ comes out of the belly, right, the dragon is going to devour this child, right? Und sobald er aus dem Bauch rauskommt, will der Drache dann dieses Kind verzehren. But you have this little time of peace here, Aber wir haben ja dann hier noch diese kleine Zeit des Friedens. right? And what do you do at the beginning of the time of peace? Und was tust du hier am Anfang der kleinen Zeit des Friedens? To flee, right? Du möchtest oder du sollst fliehen. Because it says, okay, verse 13. Gehen wir zu Vers 13. So, in fact, let's begin in verse 10, just to get the point, right? Lass uns doch schon in Vers 10 anfangen, damit wir den Kontext haben. It says, And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So what did they just go through, these people? Bis Vers 11, also wo sind sie gerade jetzt hindurchgegangen? Yes, they were prepared to die for Christ, right? Das war jetzt ihre Kreuzeserfahrung, sie waren bereit für Christus zu sterben. Okay? And it says, Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth for the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth he hath but a short time. So, Jetzt Vers 12 noch. where are we prophetically? At what waymark? Wo stehen wir prophetisch gesehen, an welcher Wegmarke? It's the end, right? Das ist hier das Ende, die 9. Stunde für diese Gruppe hier. It's at the point where he says it is finished, right? It's done. Das ist dieser Punkt, wo er sagt, es ist vollbracht, es ist geschehen. One group's rejoicing, the other group has been cast down, right? They're falling, Eine Gruppe freut sich dort und die andere wird niedergeschmissen. right? Sie fallen. It says, And the devil is come down to you having great wrath, because he knoweth he hath but a what? A short time, right? Also Vers 12, der Teufel kommt zu euch herab, denn er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child, and to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into a place where she's nourished for a time, times and half a time. Bis Vers 14. So what you have here is this fleeing, right? Also was wir hier haben, ist also dieses Fliehen. That's what you have to do at the time of peace, right? Das ist ja, was wir jeweils zur Zeit des Friedens machen sollen, auch hier dann am Mitternacht. And here you have a little time of peace, Und right? hier ist es einfach ein kleines Fraktal, dasselbe Muster, die kleine Zeit des Friedens. And they're to flee into the wilderness, right? Und sie sollen jetzt hier in die Wüste fliehen. So, what does it give us? In this 1260, what does it do for us? Was tut das hier für uns in dieser 1260? Gives us a time of peace at the beginning, right? Es gibt uns eine Zeit des Friedens hier direkt am Anfang. Right? What does it do for us in this
time of in this wilderness? Und was tut das für uns in dieser Wüste, in dieser 1260? Time of peace in the The end. time of peace at the end. Eine Right. Zeit des Friedens, dann hier am Ende dieser Okay. 1260. So you've got to wrap our mind around this, right? Deswegen müssen wirklich unsere Gedanken da irgendwie ordnen. And I'll come to that point in a minute. I'm trying to remember because I've got so many thoughts running through my head at the moment, right? So, okay, so this, right? You have in let's just do that. You have pagan, right? And then from here, you have people, right? Also hier haben wir dann erste Phase Heidentum, danach Papstum. Right. Richtig? So it's just like this 1260. Here you have pagan, right? And this 1260 you have Das ist genauso wie people, jetzt right? auf dem großen Fraktal hast du hier erstmal Heidentum und dann Papstum. And this 1260 is there, right? Und diese komplette 1260 hier ist das Papstum. So what it's teaching us, whenever you have this 1260 of Papalism, it's broken down into these two phases, right? Also was uns das lehrt, ist letztendlich immer, wenn du diese 1260 hast, wird die heruntergebrochen in diese zwei Phasen hier. It's just like when you have a time of trouble, it's broken down into two times of trouble. Genau dasselbe wie wenn du eine Zeit der Trübsal hast, wird sie einfach heruntergebrochen in zwei Zeiten der Trübsal. Okay. Okay, let's go to. We'll come back to this point. Go to Daniel 8. Und wir kommen gleich zurück zu diesem Punkt hier mit der kleinen Zeit des Friedens. Gehen wir jetzt erstmal zu Daniel 8. Okay, verse 1. Daniel 8, Vers 1. In the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared to me at the first. So, what vision is this that he's having now? Also welche Vision hat er jetzt hier? The same vision he had in Daniel 7, right? Dieselbe Vision, die er auch in Daniel 7 gehabt hat. Okay. So, in the vision of Daniel 7, he sees four beasts come out of the sea when the great winds are blowing, right? Und in der Vision von Daniel 7 sieht er diese 4 Tiere, wie sie aus dem Meer aufsteigen, wenn die Winde wehen. And this is the point that Sister White's making, right? I will overcome until he overturn until he comes whose right it is, right? Und das ist ja auch der Punkt, den Ellen White diesbezüglich macht, wo sie dann sagt, ich werde umstürzen, bis der kommt, dem die Krone zusteht. Okay, so it's always pointing down to this fourth, this final test here, which is prefiguring the seven last plagues. Und Right? es weist uns also immer wieder hinab auf dieses 4. Reich, was wir sehen können, auch die 7 letzten Plagen vorausschattet. So what's it really teaching us? Also was lehrt uns das nun wirklich? Okay, all the prophets are speaking about the end of the world, right? Nun, alle Propheten sprechen ja über das Ende der Welt. Stimmt's? Right. So, really, where are all the prophets speaking about? Deswegen, worüber sprechen in Wirklichkeit alle Propheten dann? You're not getting my point. The seven last plagues, right? Über die 7 letzten Plagen. We're seeing more and more that all these things in the Sunday law crisis that are happening are really teaching us about what's going to repeat in the seven last plagues, Wir right? können ja immer mehr sehen, dass alles, was wir bereits verstehen, was in dieser Sonntagsgesetzkrise passieren wird, in Wirklichkeit uns etwas lehrt, was dann unter den 7 letzten Plagen passieren wird. You know, all these symbols that we see, like the triumphal entry, the midnight cry, everything is pointing to this time period of the seven last plagues, the cross. Letztendlich diese ganzen Symbole, die wir verstanden haben, wie den triumphalen Einzug, das Kreuz, der Mitternachtsruf, das sind alles letztendlich Symbole, die sich im perfekten Sinne dann unter den 7 letzten Plagen erfüllen werden. Okay, it's the wilderness where Satan is going to come and tempt you, and
Das so on. ist die Wüste, wo Satan kommen wird, um dich zu versuchen und so weiter und so fort. Right? But in the binding of, the Lord is prefiguring all these things so that he can have a people that's perfectly like Christ in this time period, right? In dieser Zeit des Bindens wird der Herr ein Volk haben, das dann letztendlich im Typus auch Christus perfekt repräsentiert, um halt das als ein Typus sein zu lassen für die 7 letzten Plagen. So, I just want to remind ourselves about some of these points in here in Daniel 8. Und ich möchte einfach, dass wir uns hier nochmal ein paar Punkte hier aus Daniel 8 in Erinnerung rufen. Because it's only when we understand all these things and bring them all together that we're going to have a correct understanding of what the Lord is trying to show us, right? Und es ist nur, wenn wir diese Dinge hier richtig verstehen und sie zusammenbringen, dass wir dann ein richtiges Verständnis haben können von dem, was der Herr uns zeigen möchte. Okay, verse 2. Daniel 8, Vers 2. And I saw in a vision, and it came to pass, when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Juliah. What's specific in that verse, and what does it tell us? Was ist jetzt hier das Besondere an diesem Vers und was sagt es uns? Is it Shushan, right? Why? What's that? Why is that important? Er war hier bei Susan, dem Palast, und warum ist das wichtig? Come on, we've mentioned this many times. What are we doing with this information? Eh? It goes to Esther. Yes. Okay, takes you to the book of Esther. And so what? Es bringt uns zum Buch Esther und About Und? death decree, what happened there. Not at the. It doesn't mark that initially at the beginning, but what specifically is it marking when you come to Shushan in the book of Esther? was markiert es uns da, wenn wir zum Susan im Buch Esther kommen? Declaration of war. Okay, yes, it is, but it's bringing us to the Sunday law, Das right? bringt uns letztendlich zum Sonntagsgesetz. Because you have Vashti, which represents the first group of virgins that go through the parable of the 10 virgins, right? Wir haben ja Vashti, die letztendlich die erste Gruppe von Jungfrauen darstellt, die durch das Gleichnis der 10 Jungfrauen durchgeht. And it takes you to the end of that period where Vashti's passed by, and it's just marking the point where John is standing and he's saying, look, see what happened here, that's going to repeat in the future, right? Und das bringt sich dann ans Ende, wo dann Vashti übergangen wird und gerichtet wird. Und das ist ja einfach letztendlich der Punkt, wo auch Johannes steht, der dann sagt, schau, was in der Vergangenheit passiert ist, das passiert auch wieder in der Zukunft. Okay, and we know that the parable of the 10 virgins is marking first the time of peace, then the time of trouble, Wir right? wissen, dass das Gleichnis der 10 Jungfrauen uns erstmal eine Zeit des Friedens zeigt und dann eine Zeit der Trübsal. So when it begins in a time of peace, what's prior to it? Wenn es also in einer Zeit des Friedens anfängt, was war dann zuvor? Trouble, right? Eine Zeit der Trübsal. So we know that the book of Esther is speaking about the Sunday law crisis, and it's pointing us to this point where the trouble begins, right? Und wir wissen ja, das Buch Esther spricht dann über die Sonntagsgesetzkrise und es fängt hier an am Sonntagsgesetz, wo dann die Zeit der Trübsal beginnt. Okay, so in verse 3, Daniel 8, Vers 3. then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. So just go to Spalding McGann 1.4. Gehen wir zu Spalding McGann 1.4. Does somebody want to post that for us? Who's got the laptop Ich kann post.
Okay. German auskommt. Okay, it says, I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth, and that his power was in his head, and that the decree would go out of his mouth. Right? So the Bible and the Spirit of Prophecy, they explain themselves, right? Also die Bibel und der Geist der Weissagung, die erklären sich ja selbst. So when Daniel lifts up his eyes at Shushan the palace, what does he see? Also wenn Daniel seinen Kopf erhebt hier bei Susan, dem Palast, was sieht er dann? A ram with two horns, right? Ein Widder mit 2 Hörnern. And one horn is higher than the other. Und ein Horn ist höher als das andere. And the horn that's higher comes up last. Und das Right? höhere Horn, das kommt ja zuletzt auf. Okay, so we know that the two-horned beast is made up of Protestantism and Republicanism, right? Da stehen ja, das zweihörnige Tier besteht aus Protestantismus und Republikanismus. Okay, and the horn that rules is Republicanism, but the horn that's going to come up last is Protestantism. Und das Horn, das hier herrscht, ist der Republikanismus und das Horn, das später aufkommt, ist der Protestantismus. Okay, so verse 4. Vers 4. I saw the ram, which is the United States, right? Also ich sah den Widder, das stellt die USA dar, Pushing. stoßen. What does pushing mean? Was bedeutet stoßen? It's warring, right? Das bedeutet Krieg führen. So there's a war going on in the United States, right? Also es findet hier ein Krieg in den USA statt. Now just keep your place, just go to Daniel 11 and verse 40. Haltet hier den Finger kurz. Gehen wir nämlich jetzt zu Daniel 11, Vers 40, um das weiter zu zeigen. Because Daniel 11 verse 40 brings you to the time of the end where you have a war between the north and the south, Denn right? Daniel 11, Vers 40 bringt dich zur Zeit des Endes, wo du einen Krieg hast zwischen Nord und Süd. And Sister White brings us to the US Civil War, right? Ellen White bringt uns ja auch hier im Sonntagsgesetz zu dem US-Bürgerkrieg, Okay, where you have a war between the north and the south, right? wo wir auch einen Krieg zwischen Nord und Süd hatten. And parallels this to the First World War, right? Und sie setzt das dann parallel mit dem Ersten Weltkrieg. Okay, so in Daniel 11 verse 40 it says, In Daniel 11, Vers 40 sagt es uns, and at the time of the end shall the king of the south do what? zur Zeit des Endes wird der König des Südens was tun? Push, Er wird right? stoßen. So this is 1848, right? Das ist 1848. What happened in 1848? Und was ist 1848 passiert? Was there a war that took place? Gab es da einen Krieg, der dort stattfand? And it's a civil war, right? Ja, und es war ein Bürgerkrieg. The south coming against the north was an internal war, right? Der Süden, der dann gegen den Norden kam, das war ein interner Krieg. So when you go back to Daniel 8, Wenn wir jetzt zurückkommen zu Daniel 8, verse 4, Vers 4. I saw the ram pushing. What is Daniel seeing? Also was sieht Daniel hier? He's seen Daniel 11 verse 40, he's seen this war between the north and the south, he's seen 1848, etc., etc. Er sieht Daniel 11, Vers 40, er sieht 1848 und so weiter und so fort. Right? Richtig? He sees this revolution, this internal war going on. Er right? sieht diese Revolution, diesen internen Krieg, der dort vor sich geht. And this internal war, the south, which represents the people rising up, right? Dieser interne Krieg hier, der Süden, welcher auch das Volk darstellt, die aufbegehren, They're warring against the west, the north, and the south, right? die kämpfen jetzt hier gegen Westen, Norden und Süd. So the war is south against south in one sense, right? Deswegen in einem Sinne ist hier der Krieg Süden gegen Süden. Right? Richtig? Now just hold your place there. Go to Matthew 24. Haltet euren Finger hier in Daniel 8, gehen wir jetzt mal zu Matthäus 24.
Sorry? It's also Isaiah 19. Yeah, I'll go there in 1 second. Verse 7. Matthäus 24, Vers 7. But let's just begin in verse 6. Lass uns doch schon in Vers 6 beginnen. It says, Ye shall hear of wars and rumours of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation. So a nation rising against nation, right? And kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Also Nation wird hier gegen Nation aufstehen und Königreich gegen Königreich. Right? But if you go to Isaiah 19, Aber wenn wir jetzt zu Jesaja 19 gehen, it gives us a little bit more depth. das gibt uns dann noch ein bisschen mehr Tiefe zu diesem Thema. Jesaja 19. Verse 1. Fangen wir in Vers 1 an. It says, The burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt. And the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. And I will set the Egyptians against the Egyptians, and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbor, city against city, kingdom against kingdom. So, Bis Vers 2. what happens here in verse 1 to the heart of the Egyptians? Was passiert hier in Vers 1 mit dem Herzen der Ägypter? Their hearts are melting, right? Ihr Herzen, sie schmelzen. Where do we see that? Wo sehen wir das noch? Right, Luke 21, right? Lukas 21, wo das Herz der Menschen vor Furcht vergeht. And it's marking the second time of trouble, right? Und das markiert ja den Beginn der zweiten Zeit der Trübsal. Okay, men's hearts failing them for fear, right? Das Herz der Menschen vergeht vor Furcht. Okay, and it says, And I will set the Egyptians against the Egyptians, and they shall fight every one against his brother, every one against his neighbor, city against city, and kingdom against kingdom. Vers 2 haben wir nochmal gelesen. So when you have a brother fighting brother and city fighting city, what is that? Also wenn du einen Bruder hast, der gegen einen Bruder kämpft und eine Stadt gegen eine Stadt, was hast du dann? It's an internal war, Das ist right? ein interner Krieg. Okay, because the 1260 here is just being prefigured by the 1260 here, right? Die 1260 hier ist einfach nur eine Vorausschattung für die 1260 hier. Okay, pagan and people, right? Heidentum und Papstum. So when the Sunday law comes, what's going to be happen to people's hearts? Deswegen, wenn das Sonntagsgesetz kommt, was wird mit den Herzen der Menschen passieren? Great fear, right? Und große Furcht über sie And alle. it's just going to increase here, and then it will be perfectly fulfilled at the end when Christ physically comes, Und right? es wird sich einfach hier nochmal zunehmen, also wird noch größer werden und perfekt sich nochmal erfüllen, wenn Christus wiederkommt. Okay, I just want you to see the principle that it's Mark and these wars and rumors of wars is not just about a country fighting against a country, it's internal, right? Also ich will euch einfach nur sehen lassen, dass diese Kriege und Kriegsgerüchte nicht nur bedeuten, dass Länder gegeneinander kämpfen, sondern dass es auch interne Kriege darstellt, also Bürgerkriege. So Daniel 8 and verse 4. Daniel 8, Vers 4. So he sees the United States warring against the West, the North and the South, right? Also er sieht jetzt hier in Vers 4, die USA kämpfen gegen den Westen, den Norden und den Süden. So you've got South against South, that's the internal, right? Das Süden gegen Süden, das ist das Interne. The North is the hierarchy that's aligned itself with the papacy. Der Norden ist die Oberschicht, die sich mit dem Papstum verbündet hat. And the West. Und der Westen. But if you just go to the next verse, in verse 5, Wenn wir aber jetzt zum nächsten Vers kommen, zu Vers 5, it tells us who the West is, right? sagt uns letztendlich, wer der Westen ist. And as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth, right? So the he-goat, which was typified by Greece, is the west, right? Deswegen
Ziegenbock, der jetzt hier Griechenland darstellt, er kommt aus dem Westen. Okay, did you want to ask a question? Yeah, why is the ram the south? Die Frage ist jetzt in Vers 4, warum ist der Widder der Süden 1848. 1848? Yeah, but the north answers again. So the sun why is not the north? Say that again. The north also pushes. Yeah, but we'll come to that point in a minute. But the south's got to go first, right? Also der Norden, der stößt auch, aber der Süden muss ja zuerst den ersten Schritt machen. Then it doesn't say it's the south, or it can be. Sorry? Why is it the south? I mean, I know the south comes first, but it's. Because it's representing an internal war. The south is the people. Yeah, but why is it not the north? Because Daniel 11:40 marks the first of all the south come. You've got to have that first. Can't have the north coming first. Yeah, but the north comes against it later. So why is Daniel 8 verse 2 not the north answering to the south? I mean, maybe Daniel 7 gives the explanation. Also vielleicht Daniel 7 gibt die Antwort. Because in Daniel 7, right, we also have the same kingdom, Medo-Persia represented as this bear, having the 3 ribs in his mouth. And the 3 ribs are the threefold union, right? So that's a parallel to the ram pushing against the 3 directions, which is the threefold union. So therefore, the south is the one that pushes against the threefold union, not the north. You're being premature. You're not. You've got to follow the pattern. Daniel 11:40. Go back to Daniel 11:40. Also, der Punkt, den ich gemacht habe, ist, in Daniel 7 hat man den Bären, der diese 3 Rippen im Maul hat. Das ist die dreifache Vereinigung. Das ist eine Parallele zu Daniel 8, Vers 4, wo der Widder gegen diese 3 Himmelsrichtungen stößt. Deswegen ist es der Süden, der gegen die dreifache Union stößt. Und gehen wir jetzt zu Daniel 11, Vers 40. It says, and at the time of the end shall the king of the south push at him, right? Steht, zur Zeit des Endes wird der König des Südens gegen ihn stoßen. King of the south pushing, right? Das ist ja der König des Südens, der zuerst stößt. So when the Bible interprets itself, go back to Daniel 8, Und wenn die Bibel sich selbst auslegt, gehen wir zurück zu Daniel 8, verse 4. Vers 4. I saw the ram doing what? Ich sah den Widder was tun? Pushing. Er stößt. Right? So the Bible has explained itself that when this Sunday law comes, which is marked by 1848, the South rises up against it, right? They push against the Sunday law, Christ. Man markiert es ja, dass wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann wird der Süden dagegen aufbegehren und sie werden dann dagegen vorgehen oder stoßen. Okay, back to Daniel 11, verse 40. Okay, gehen wir nochmal zurück zu Daniel 11, Vers 40. It says, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, with horsemen, with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Right. So what's the king of the north going to retaliate with? Also, womit wird der König des Nordens jetzt zurückschlagen? Okay, with an army and an economic power, right? Mit einer Armee und mit Wirtschaftskraft. So he's going to retaliate with the 10 kings, right? Also er wird jetzt zurückschlagen im Zusammenspiel mit den 10 Königen. Because the 10 kings have pledged themselves to the Pope. This is what happens in 1848, right? Denn die 10 Könige, sie haben sich ja dem Papstum sozusagen übergeben. Das ist 1848 ja ebenso passiert. It says many ships, right? Und es steht ja hier, dass es viele Schiffe sind. Where do you see in the Bible the many ships? Wo sehen wir in der Bibel diese vielen Schiffe? Ezekiel 27. Ezekiel 27, how many of them is there? In Ezekiel 27. Und wie viele Schiffe gibt es dort? 10 merchants. There's 10 merchants, Da right? gibt es ja diese 10 Händler, diese 10 Händlerschiffe. Okay, this is his army, right? This is his economic power and his army, right? Das ist seine Armee, also die Armee des Papstum. Das ist seine Armee und seine Wirtschaftskraft. Okay, so when you go back to Daniel 8, Wenn wir jetzt zurückgehen zu Daniel 8, it says, verse 5, Vers 5. and as I was considering, behold, a he-goat came from the west. This is the king of the north, retaliating, right? Also jetzt kommt hier der Widder aus dem Westen. Das ist jetzt wie der König des Nordens zurückschlägt.
Because Greece, what is Greece according to the Bible? Denn was ist Griechenland gemäß der Bibel? The world. The world, right? The Gentiles, right? Stellt die Welt dar, die Heiden. It's these 10 kings that have given themselves to the papacy for 1 hour, Das sind right? diese 10 Könige, die sich selbst dem Papstum für 1 Stunde übergeben haben. Okay. So, as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. So, you see that the south, the people, fight against the papacy, their own people it's a civil war, and against the 10 kings, right? Also wir sehen hier gemäß Daniel 8, Vers 4, dass der Süden sowohl gegen das Papsttum kämpfen wird, gegen seine eigenen Leute, das ist der Süden, und gegen die 10 Könige. So in 1848, did we see the people, represented by the South, rising up against the Pope, the kings, and was it a civil war? Und haben wir das in 1848 sehen können, dass die Leute der Süden gegen den Papst aufbegehrt sind, gegen die Könige und auch gegen die eigene Bevölkerung, in dem Sinne, dass es ein Bürgerkrieg war. Yes, you see, it's perfectly illustrated there, Ja, right? wir sehen das wirklich da sehr deutlich illustriert. So it shows you that these 10 kings that agree to give themselves to the Pope, the South rise up against it, but they say, no, we've agreed. So they gather together their armies and they retaliate against this civil war, right? Also wir sehen hier, wie diese 10 Könige, die ja gesagt haben, nein, wir sind mit dem Papst übereingekommen, sie sammeln ihre Armeen und sie gehen jetzt hier gegen den Süden vor. Führer? Because what you see is this war between the ram and the goat, right? Yes. Also was wir hier sehen, ist ja der Krieg zwischen dem Widder und dem Ziegenbock. If we would then say that the goat is the south, then the notable horn would be the nations. So Alexander the Great would represent the nations, which would not fit. And that the nations destroyed the 2 horns, which is the constitution. So the nations who actually uphold or proclaim to uphold the constitution would then in this context destroy the constitution which would Yes, yes. Kannst du das selbst übersetzen? Ich bin noch schon Was man hier sehen kann, ist halt diesen Krieg zwischen dem Widder und dem Ziegenbock. Und der Ziegenbock hatte dieses große Horn. Und dieses große Horn war geschichtlich Alexander der Große. Das ist, wenn man sagen würde, dass das jetzt der Süden ist, dann würde Alexander der Große die Nationen darstellen und nicht die Könige der Erde. Und dass die Nationen gegen diese zweihörnige Macht vorwärts gehen und die Verfassung zerstören, weil die 2 Hörner vom Widder sind die Verfassung. Das heißt, das würde dann praktisch bedeuten, dass die Nationen die Verfassung außer Kraft setzen. Und wir verstehen ja, dass die Nation eigentlich vorgeht, um jetzt die Verfassung aufrechtzuerhalten. Das wäre ein Widerspruch. Okay, the way to show it, go to So your point is that the kings are the West, yes. right? Okay. No, it's not a long way of saying. He's explaining it was a right explanation. Go to Revelation 13. Gehen wir zur Offenbarung 13. You have to explain the reason why you say it's something, not just say it's something, right? Wir müssen auch den Grund erklären, warum wir etwas sagen und nicht einfach es nur sagen. Revelation 12 and verse 16. Offenbarung 12, Vers 16. So, verse 16 is marked in 1798 when the papacy gets its deadly wound. Vers 16 markiert ja 1798, wo das Papstum seine Todeswunde erhielt. It says, the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. What was that? What is this taking place here? Was war das? Was fand damals statt? How does the earth, the United States, speak? Wie spricht die Erde, die USA? Constitution. Okay, it opened its mouth, right? Steht hier, es hat seinen Mund geöffnet. So it's represent the United States speaking, right? Das stellt also dar, wie die USA spricht.
And it's speaking here when it puts in place the constitution that separates church and state. Und es Right? spricht hier, als es die Verfassung an den Platz setzte, Entschuldigung, und Kirche und Staat getrennt hat. Okay, so immediately the United States puts this constitution in place. What immediately is the papacy wanting to do? Und sobald die USA die Verfassung an den Platz gesetzt hat, was wollte das Papstum sofort tun? No, you're not really thinking about what I'm saying. The constitution is what's preventing the papacy doing its work. So what immediately must the papacy do? Also die Verfassung hindert ja das Papstum, sein Werk tun zu können. Deswegen, was wollte das Papstum sofort tun? Right, it needs to destroy the constitution. Es wollte Right? sofort die Verfassung wieder zerstören. So in 1848, when the kings are wanting to put the Pope on the throne, what must they remove in order to do that? In 1848, wo die Könige jetzt das Papstum auf den Thron setzen wollten, was müssen sie also jetzt hier tun, um das hier in unserer Zeit tun zu können? God, all these voices shouting it at me, right? They have to remove the Sie constitution, müssen die right? Verfassung wegtun. This is why the people are rising up, because they've taken away the thing that gives them their freedoms, right? Das ist, warum die Leute aufbegehren werden, weil sie das hinweggenommen haben, was ihnen eigentlich die Freiheit zugesichert hat. So the king of the north retaliates, right? Und deswegen wird der König des Nordens zurückschlagen. Back to Daniel 8. Zurück zu Daniel 8. Verse 5. Daniel 8, Vers 5. So the people rise up against this Sunday law crisis because their constitution has been messed around with, right? Also die Leute, die werden jetzt hier aufbegehren in dieser Sonntagsgesetzkrise, weil ihre Verfassung letztendlich ausgehoben wurde. And it causes not only a civil war, but it spreads around the world, right? Und das verursacht dann nicht nur einen Bürgerkrieg, sondern es verbreitet sich in der gesamten Welt. Okay, so what does the papacy do? Also was tut das Papstum hier? Okay, it says, and he came to the ram that had two Vers horns. 6. So who's he coming to? Also zu wem kommt er hier? The United States that has this constitution, right? Geht jetzt hier auf die USA zu, die noch diese Verfassung hat. Which I had seen standing before the river, and ran into him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him. So what is being broken? Also bis Vers 7, was wird hier jetzt zerbrochen? The constitution, right? Die Verfassung. This is what allowed the people to rise up. Das ist ja, was den Bevölkerung sozusagen die Erlaubnis gegeben hat, aufzubegehren. So what they do is they smash the constitution to pieces. The people have got no rights anymore to make these complaints against what is being done, right? Also sie müssen jetzt hier die Verfassung wirklich in Stücke zerstören. Die Leute haben überhaupt keine Rechte mehr, was die Formas hat. Just have a question. Because, I mean, it starts off with the Sunday law, right? Yes. So they cannot put the Sunday law in place unless they already changed the constitution. So Yeah, they're messing around with it, but it's not fully done at this point, I don't believe. But they are, I mean, Trump has already messed around with the constitution, right? so it might Just just my point. This is the Sunday law already when one horn, the higher came up last already. This is already Yes. the constitution is already fully gone there because it's the Sunday law. Also die Frage ist halt letztendlich, weil es fängt ja mit dem Sonntagsgesetz an und das Sonntagsgesetz können sie nur einsetzen, wenn sie bereits zuvor die Verfassung geändert haben. Und die Verse danach sind dann nach dem also wenn das Sonntagsgesetz schon am Platz ist. I forget the word that she uses, but Ellen White says that the Constitution is expedited or something like that. I forget it, which means messed around with. It doesn't mean totally put out of place. She says amended. You should read the quotes. Sorry? The quotes are very clear about the Sunday law and the constitution. Listen, I mean- I think we're making really silly arguments, right? I I mean, mean, okay, nobody's denying that the constitution has to be changed for the Sunday law to be made, right? But Also keiner verleugnet, dass die Verfassung geändert werden muss, damit sie ein Sonntagsgesetz machen können.
Okay. Hold on, wait a minute. Let the Bible interpret itself, right? 1 second, Julian. Lass uns schauen, wie die Bibel sich jetzt hier selbst erklärt. Okay, verse 7. Vers 7. And I saw him come close unto the ram, right? So according to what we've read so far, what is the ram? Also gemäß dem, was wir bereits gelesen haben, wer ist der Widder? It's the United States, right? Das ist die USA. Okay. And he was moved with choler against him and smote the ram. So he's bringing an army against this civil war, right? And he's going to quell this rebellion. Also er bringt jetzt eine Armee gegen diesen Bürgerkrieg und wird diese Rebellion letztendlich niederschlagen. It says, and he break his 2 horns, right? Und zerbricht dann diese 2 Hörner. So if the 2 horns is not representing the separation of church and state, which is the Constitution, right? Also wenn die 2 Hörner jetzt nicht diese Trennung von Kirche und Staat repräsentieren, was die Verfassung ist, It has to be meaning now that the kings of the earth are coming to the United States and defeating both her military, economic and religious power, right? dann müsste das ja bedeuten, dass die 10 Könige jetzt kommen und sowohl die Militärmacht als auch die Wirtschaftsmacht und die religiöse Macht der USA vernichten. That's what they do in religious meeting. No, it's not what they do. There's no way the United States get conquered military and by militarily. The United States is the one that's in control of everything. Also das kann nicht sein, dass die USA militärisch erobert wird, denn die USA ist ja letztendlich die Macht, die alles militärisch kontrolliert. The United States, the leaders of the United States, they are the one that's directing all these things at the end of the world. They are not being conquered. Die Führer der USA sind ja letztendlich diejenigen, die alles am Ende der Welt leiten werden hier in der USA. Sie selbst werden nicht besiegt werden. So when you understand that, because it says in the very next point there, and there was no power in the ram to stand before him, right? There's the key right there. Und das sagt uns ja hier im nächsten Punkt hier, zweite Hälfte von Vers 7, da war keine Kraft mehr in dem Widder zu bestehen. What is the power of the United States? Und was ist die Kraft der USA? The Constitution, right? Das ist die Verfassung. Okay, now, and you just if we go down to Daniel 8, right? Back to Daniel 8. Zurückgehen zu Daniel 8. Now, if we go down to verse 11, Und zwar runter zu Vers 11. it says, yeah, he magnified himself even to the prince of the host. This is pagan Rome, right? Das steht ja, er hüte sich bis zum Fürsten des Heeres. Das ist das heidnische Rom. Right? And pagan Rome is the United States, right? Und das heidnische Rom ist die USA. Okay, yeah, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. So, what does that do here? Also was passiert jetzt hier in Vers 11? When does Rome become weak? What causes it to lose its power? Wann wurde Rom schwach? Was hat dafür gesorgt, dass es seine Macht verlor? When it moves from Rome to Constantinople, right? Als es den Regierungssitz von Rom nach Konstantinopel verlegt hat. Okay, so we understand that this is marking the very same point here. When the United States gives up its constitution, it's the same as when Constantine moved Rome to Constantinople. Und wir verstehen, das ist genau dasselbe, also dieselbe Darstellung, dass wenn die USA die Verfassung aufgibt, ist dargestellt, wie Konstantin den Regierungssitz von Rom nach Konstantinopel verlegt hat. That's his power, right? Denn das war ja seine Kraft. So what you've got here is when the king of the north comes against him, he is making sure that there is no legislation left that can prevent this Sunday law from, being put in place. Also was wir letztendlich hier in Daniel 8 dann sehen können, dass wenn dieser Ziegenbock gegen den Widder kommt, dann stellt der Papst sicher, dass es keine Gesetzgebung mehr gibt, die irgendwie das Sonntagsgesetz noch gefährden könnte. Okay, and one more question and we'll conclude. Eine weitere Frage und dann kann Philipp noch seinen Punkt machen. Who's the great horn that's leading this Grecian army? Wer ist dieses große Horn, was hier diese griechische Armee anführt?
Who is it? Wer ist es? I mean, back in time it was Alexander the Great, right? Also damals war es Alexander der Große. But who is it at the end of the world? Aber wer ist es hier am Ende der Welt? Who is the king of the armies of the Pope? Wer ist der König der Armeen des Papstes? The king of the ten kings is the Okay, so the king of France in 1848, he would be this great horn, right? Also der König der 10 Könige ist ja die USA und der König von Frankreich damals 1848 ist die USA. So there's the strongest evidence to show that these two horns here is not talking about republicanism and Protestantism. It's talking about the separation of church and state that's been removed. Also deswegen, da denke ich, haben wir einen sehr starken Beweis dafür, dass diese zwei Hörner hier nicht von Republikanismus und Protestantismus reden, sondern davon, dass die Trennung zwischen Kirche und Staat hier beseitigt wird. That's what Daniel 8 is showing us, right? That these two horns come together, right? Das ist ja, was Daniel 8 uns zeigen möchte, dass diese zwei Hörner letztendlich zusammenkommen. One thing you must understand, right, is that they will follow their laws, right? Eine Sache müssen wir verstehen. Sie werden ihren eigenen Gesetzen folgen. And in order for them to do something, they have to change their laws. Und damit sie etwas anderes tun können, müssen sie auch ihre Gesetze ändern. So as long as there's laws in place that prevent them from doing something, they can't do it, right? Solange es also Gesetze gibt, die am Platz sind, die sie davon abhalten, etwas zu tun, dann können sie das auch nicht tun. This is how the Lord is going to use people within that system to put a check on what they're doing by these laws, right? Und das ist, wie der Herr auch diese Sachen oder Leute, die in diesem System sind, benutzen wird, indem sie bestimmte Gesetze einsetzen werden. So in order for them to do what they want to do, they have to get rid of these laws, right? Damit sie das tun können, was sie vorhaben zu tun, müssen sie erstmal diese ganzen Gesetze beseitigen. Okay. So we can see just from this study here that we don't all understand this as we should. Deswegen, wir sehen hier, basierend auf diesem Studium, dass wir alle noch nicht wirklich das hier so verstehen, wie wir es verstehen sollten. Okay, and it's important that we understand that because I'll just close with my last thought. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, und ich möchte hier einfach mit meinem letzten Gedanken abschließen. Because right here you have a two-horned beast and a one-horned beast, right? Denn hier in der Geschichte, in der Erzählung, haben wir ein zweihörniges Tier und ein einhörniges Tier. Right? And according to Daniel 7, because this is the same vision, Und gemäß Daniel 7, denn Daniel 7 ist ja dieselbe Vision wie Daniel 8. right? When you come to the fourth is the one that plucks up three horns before it, right? Wenn wir da zum vierten kommen, dann ist es ja das Reich, was zuvor 3 Hörner ausgerissen hat. Right? That's what you see in Daniel 7, right? Und das ist ja, was wir in Daniel 7 sehen können. Doesn't say fifth kingdom, it says fourth kingdom. And this little horn, another little horn that comes out of the fourth kingdom, removes 3 from before it, right? Sagt es ja nicht, dass es ein 5. Königreich ist in Daniel, sondern es ist das 4. Reich und es hat 3 Hörner zuvor ausgerissen. So when you come down to, we will go through this maybe tomorrow, in Daniel 8 and verse 9. Wenn wir jetzt zu Daniel 8, Vers 9 gehen, Verses 9 through 12 is this history of pagan and papal. Right? Verse 9 bis 12 ist dann diese Geschichte hier von Heidentum und Papstum. It's just been repeated now in a different level. Right? Es wird hier einfach jetzt nochmal wiederholt, einfach auf einer verschiedenen Ebene. Right? Have we followed? Kann jeder folgen? So you've got 1260, which is the papacy, deadly wound healed, she's sitting on the 10 kings, right? Also die 1260, das Papstum herrscht hier, sie sitzt auf den 10 Königen, Todeswundes geheilt. But under that 1260 you have pagan followed by papal. Aber Right? unter dieser 1260 haben wir jetzt heruntergebrochen Heidentum und Papstum. And then when you come down to Daniel 8 verses 9 through to 12, it's again broken down into pagan and Und wenn wir jetzt zu Daniel 8, Verse 9 bis 12 kommen, sieht man, dass letztendlich auch diese Phase dann wieder heruntergebrochen wird in Heidentum und Papstum. and all this is pointing to this final understanding of this that's going to take place in the 7 last plagues. Und all dies weist dann letztendlich auf das finale Verständnis davon unter den 7 letzten Plagen. So
What's it telling us is also in the middle of the 7 last plagues. Also was sagt uns das auch? Das ist inmitten der 7 letzten Plagen. A little time of peace, right? Eine kleine Zeit des Friedens. We've got to wrap our heads around that one, right? Da müssen wir auch unsere Köpfe sozusagen um diese Dinge herumbringen, Okay. herumbinden. So, lots and lots of different thoughts, lots of things we have to consider, right? Viele, viele verschiedene Gedanken, viele Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen. Okay, let's close one. Lass uns mit einem Gebet abschließen. Scott, need to translate, please. Dear Father in heaven, Lieber himmlischer Vater, we thank you for this morning study wir danken dir für diesen Morgenstudium, and for a clearer understanding on Daniel chapter 8. ein besseres Verständnis von Daniel 8. And we ask that you keep unfolding this chapter to us, Und wir bitten, dass du weiter dieses Kapitel für uns entfaltest, and that we then can be fully established in all the points that will come true under the Sunday law. sodass wir in all dem, was unter das Sonntagsgesetz zustande kommt, völlig etabliert werden können. And please also explain to us which of these portions also fulfill in our time already. Und bitte erkläre, was von diesen Portionen hier auch in unserer Zeit erfüllen. And we ask you now for your grace for this day, Wir bitten um deine Gnade für diesen Tag, that you protect us in our daily duties, dass du uns behüten und beschützen wirst in unseren täglichen Pflichten. and that you keep our minds drawn to you, Dass du uns hilfst, unsere Gedanken himmelwärts zu richten, zu halten. and we ask and pray all these things in Jesus' name. Und wir bitten und beten all dies in Jesu Namen. Amen. Amen.